Herzlich willkommen zur 34. Folge meines Bauberichtes hier bei Freestyle MOBA. In den letzten Folgen meiner Bauberichtsserie habt ihr mich immer wieder in den Kommentaren auf Fehler, aber auch auf Verbesserungsvorschläge in den gezeigten Projekten hingewiesen. Diese habe ich mir jetzt eins nach dem anderen vorgenommen und habe eure Verbesserungsvorschläge, soweit es ging, umgesetzt. Auch einige Fehler, die mir überhaupt nicht aufgefallen sind, konnte ich so ausbessern. Ich würde sagen, wir springen direkt in den ersten Bauabschnitt und gehen die ersten Verbesserungen an. Beginnen wir zuerst mit der Kuhweide. Hier habe ich mit Abstand das meiste Feedback in den Kommentaren bekommen. Zum einen war der Kuhbestand für die Fläche viel zu hoch und zum anderen haben für die Kühe auch noch ein kleiner Unterstand oder ein Baum gefehlt. Nachdem der Kuhbestand halbiert wurde, wurde ein kleiner Viehunterstand gebaut, gealtert und dann auf der Anlage platziert. Anschließend habe ich einen kleinen Apfelbaum neben die Weide gesetzt. Hier wurde in einer Szene auch eine kleine Apfelernte nachgebildet. Des Weiteren wurde der Feldweg neben der Kuhweide nochmal überarbeitet. Mit einfachen Pulverfarben konnte ich einen großen Effekt zielen und diesen Weg viel authentischer und realistischer aussehen lassen. Kommen wir nun zum Fußgängerüberweg. Hier habe ich leider alte, nicht epochengerechte Bahnübergangsschilder verwendet. Diese habe ich entfernt und durch neue, moderne Schilder in der richtigen Reihenfolge auf beiden Seiten der Straßen nun angebracht. Als weiteres kleines Detail ist am Straßenrand ein kleiner Streugutbehälter von BIM Modellbau hinzugefügt worden. Da hier später noch eine Steigung zu einer Gleisüberführung gebaut wird, ist dieser Streugutbehälter an dieser Stelle auch richtig platziert. Kommen wir nun zum größten Sorgenkind in diesem Bauabschnitt. Der Fußgängerüberweg, der in dem Hintergrund endet. Für mich war klar, der Fußgängerüberweg geht fiktiv weiter zu einem Parkplatz auf der anderen Seite. Doch ihr habt zu Recht einige Kritik geäußert, dass dieser Übergang absolut nicht passend ist und unschön aussieht. Also habe ich mich daran versucht, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Neben einem Aufkleber auf dem Hintergrund, welcher den Weg optisch weiterführen soll, ist auch dieses kleine Portal entstanden, welches eine Fußgängerunterführung unter der Straße darstellen soll. Doch auch diese beiden Lösungen haben mir beide nicht so gefallen. Eine weitere Idee aus den Kommentaren war, den Weg parallel zur Straße weiterführen zu lassen. Diese Lösung sagt mir mittlerweile am meisten zu. Da für den Haltepunkt sowieso noch eine Bushaltestelle geplant war, könnte ich diese im gleichen Zuge mit einbauen. Der Weg würde dann hinter der Steigung der Straße in einem Tunnel enden. Dies würde optisch überhaupt nicht auffallen und absolut passend an dieser Stelle sein. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr diese Idee findet. Oder ob ihr vielleicht doch noch einen besseren Vorschlag für dieses kleine
oder auch große Probleme hat. Kommen wir nun zum Vorplatz. Hier gab es nur eine kleine, aber feine Änderung. Der Baum, den ich damals neben dem Fußgängerüberweg gesetzt habe, sah überhaupt nicht schön und realistisch aus. Auf der Suche nach einem passenden und vor allem realistischen Baum bin ich auf Nico von Der Modellbaum gestoßen. Nachdem ich kurzerhand Nico angeschrieben habe und ihm gesagt habe, was für einen Baum ich mir ungefähr vorstelle und in welcher Größe, hat er mir diesen nicht nur gleich passend produziert, nein, er hat ihn mir auch gleich noch persönlich vorbeigebracht. In diesem Zuge konnte ich mich gleich von seinem gesamten Sortiment noch überzeugen. Ich denke, wir werden hier noch einige weitere Bäume auf meiner Anlage wiederfinden. In diesem Sinne, vielen Dank Nico für das schnelle und unkomplizierte Produzieren und Vorbeibringen des Baumes. Und weiter geht's am Haltepunkt. Auch hier habt ihr mich auf einige Verbesserungen hingewiesen. Zum einen hat noch ein Geländer für die Rampe zum Bahnsteig hoch gefehlt. Dieses habe ich aus einem Bausatz entnommen, lackiert und dann auf der Anlage montiert. Am Bahnsteig selber sind noch 2 moderne Müllbehälter hinzugekommen. Als kleines Highlight auf dem Bahnsteig ist jetzt noch ein moderner Fahrkartenautomat von der Moba-LED Lib hinzugefügt worden. Dieser Automat besteht zum Hauptteil aus einer Platine, welche vorgefertigt wurde, sodass die Lichtauslässe für Oberlicht, Displaybeleuchtung und auch für den Geldscheinprüfer in grün zu sehen sind. Die Ansteuerung dieses Fahrkartenautomates läuft über eine eigens programmierte Arduino, welche ich und mein Kollege zurzeit am Ausarbeiten sind. Das Ganze ist der Anfang einer Tag-Nacht-Steuerung für Licht und Sound, welche wir in Zukunft bei der Anlage noch hinzufügen wollen. Aber dazu in Zukunft bestimmt mehr. Am Bahnübergang haben lediglich die Automatik-Head sowie Streckenkilometerschilder gefehlt. Diese habe ich einfach ausgedruckt, auf ein Stück Pappe geklebt, ein entsprechender Pfosten wurde dann rausgesucht aus der Bastelkiste und die Schilder auf beiden Seiten des Bahnübergangs hinzugefügt. Rund um die Tunneleinfahrt wurden noch einige Filigranbüsche ergänzt. Diese habe ich erst kürzlich in verschiedenen Farben von meinem Partner Gabi Artwork erhalten. Auch an anderen Stellen auf der Anlage wurden hier und da noch der ein oder andere Busch ergänzt. Kommen wir nun zum letzten Bauabschnitt, der Baustelle. Auch hier wurde ich von euch auf einige Fehler hingewiesen. Zum einen wurden die Baustellenbalken falsch rum aufgestellt und des Weiteren hat noch ein Sicherungsposten in der Nähe der Gleisanlagen gefehlt. Die größte Änderung jedoch war das Ersetzen der Betonschwellenstapel. Hier war die beste Idee, einfach weitere Betonröhren für die Baustelle zu platzieren. Diese wurden ganz einfach gealtert und dann an der Stelle als Stapel hingelegt. Des Weiteren sind noch 2 weitere Baustellenarbeiter hinzugefügt worden. Und für alle Arbeiter gab es auch noch ein passendes Baustellenbuschen. Dieses wurde ein wenig gealtert und hat seinen Platz auf der Anlage gefunden. Ja, zum Schluss bleibt mir noch eines zu sagen. Vielen Dank an alle, die so fleißig kommentiert haben und ihre Ideen und ihr Feedback mit in die Anlage eingebracht haben. Ich lasse euch jetzt alleine mit ein paar schönen Detailaufnahmen und wie schon öfters gewünscht, ein paar Übersichtsbilder dieser Ecke. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.